Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anne. Ja, und für uns ging es dieses Mal zur Geierlei-Brücke. Ja, und dieses Mal nicht nur für uns beide, weil wir hatten auch noch seine Tante, die Beate, dabei. Genau, eigentlich hätten noch meine Eltern mitgesollt, war so ein bisschen wieder mal als Familienspecial geplant. Allerdings hat es meine Mutter geschafft, einen Tag vor der geplanten Wanderung sich glorreich den Fuß zu brechen. Genau, dementsprechend blieben meine Eltern dann zu Hause. Wir sind zu dritt losgezogen und Ja, so ging es los und Tobi, der hat dann dementsprechend auch weitergemacht, so ganz ungeplant. genau, ich habe nämlich Großteil von meinem Kameraequipment zu Hause liegen lassen. Heißt, die Kamera hat mir dabei, Equipment war zu Hause. Dementsprechend musste Anne als menschlicher Gimbal funktionieren. Ja, deswegen wahrscheinlich sind nicht alle Aufnahmen so ganz perfekt, aber ich habe mir Mühe gegeben. Genau, sie hat das Beste draus gemacht. Also wenn es wackelt, war ich es bestimmt. Also Ja, ganz bestimmt. ganz bestimmt, genau. Genau, Geierlei-Brücke. Wir haben den Weg gewählt, Geierlei-Schleife, sind den auch in weiten Teilen gegangen, haben allerdings im Ort schon direkt die Abzweigung vom Weg verpasst, sind dann im Prinzip einmal so am Ort vorbei auf so einer alternativen Zuwegung. Seht aber alles gleich im Video und ja, würde ich doch sagen, wenn ihr auch wissen wollt, wie die Brücke unterwegs so waren. Dann bleibt dran und kommt mit und wir schauen es uns zusammen an. Der Startpunkt der Geierlei-Schleife ist am Besucherzentrum Geierlei. Von dort ging es zunächst ein Stück durch Mörsdorf. Und wir bogen auch gleich nach Beginn falsch ab. Dem Symbol der Geierlei-Schleife bzw. Brücke folgten wir direkt aus dem Ort hinaus, nicht wissend, dass wir weiter durch den Ort hätten wandern müssen. Es ging für uns parallel zum Ort über Felder mit einem schönen Blick auf Mörsdorf. So erreichten wir auch gleich die Geierlei-Brücke. Irgendwie hatten wir sie uns beeindruckender vorgestellt. Oder war es vielleicht gar nicht die berühmte Hängeseilbrücke? Egal. Eine Brücke ist ja da, um überquert zu werden. Neben der Brücke überzeugte uns unsere alternative Wegführung noch durch weitere kleine Highlights. Ein Wohnzimmer mit Tiersuchspiel etwa oder allerlei Infos zu erneuerbaren Energien waren hier zu finden. Besonderen Spaß hatten wir mit einem Spielplatztelefon am Wegesrand. Hallo, hört ihr mich? Ja, wie geht's dir? Super, der Sonnig auf meiner Seite und bei euch? Ach, auch ich schwitze. Eine weitere Brücke kam in Sicht. Diese sah ungleich beeindruckender aus als die erste. Das musste sie nun aber sein, die Geierlei-Brücke. Und auch hier machten wir uns direkt an deren Überquerung. Ein wenig Schwindelfreiheit sollte man ob der Höhe schon mitbringen und auch nichts gegen einen schwingenden Untergrund haben. Im Folgenden ging es mit uns bergab, in Richtung Mörsdorfer Bachtal. Die Hängeseilbrücke will schließlich aus allen möglichen Blickwinkeln bewundert werden. Beate und Tobi machten unterwegs auch gleich mal ein paar Schnappschüsse der Schönheit. Der Abstieg verlief nicht ohne Hindernisse.
Und so war der Tobi mal wieder zu einer Limbo-Einlage gezwungen und sah dabei gegen seine Tante ganz schön alt aus. Naja, mit Rucksack. So eine Sache. Da, die Beate schafft es besser. Ein Weilchen später trafen wir auf das nächste Hindernis. Hier zeigte uns Anne, wie man es am elegantesten überwinden konnte. Hätten wir sie mal vorgehen lassen. Schlussendlich erreichten wir aber wohlbehalten die Talsohle. Auch von unten sah die Hängeseilbrücke sehr beeindruckend aus. Nach Durchschreiten des Tals machten wir uns auch wieder an den Anstieg in Richtung Mörsdorf. Wie auch schon im Tal folgten wir hierbei lose dem Mörsdorfer Bach. So erreichten wir wieder den Ort Mörsdorf und sahen nun auch ein Stück des Wegteils, welches wir zu Beginn der Geierlei-Schleife verpasst hatten. Nichtsdestotrotz fehlte uns am Ende etwa 1 Kilometer des Wanderweges. Die Brücke als Highlight des Weges war auf alle Fälle sehr beeindruckend. Leider war sie auch etwas voll, wobei wir uns haben sagen lassen, es ginge auch noch deutlich voller. Der Weg als solches war solide, unsere Variante zum Einstieg definitiv eine Bereicherung desselben. Die Beschilderung des Weges war okay, lediglich im Ort hätte man es etwas genauer machen können. Ja, das war unser Weg zur Geierlei-Brücke. Ja, und die war ganz schön lang, würde ich sagen, für so eine Hängeseilbrücke. Früher war sie wohl auch mal die längste in Deutschland, meine ich, haben wir zumindest gelesen. So haben wir es gelesen, Mittlerweile genau. ist sie es wohl nicht mehr, aber sie wird nach wie vor als schönste Hängeseilbrücke vermarktet. Also Ob zumindest das- schreiben sie es, Ja, genau, dass ob es das die jetzt wäre. zutrifft, ist natürlich so. Wir haben jetzt noch nicht so viele gesehen, das war jetzt unsere erste. Ja, die erste war es. War auf jeden Fall aber trotz allem beeindruckend, da auch mal drüber zu laufen und voll war es. Ja, die Brücke Sehr, an sich sehr war voll. toll, aber viele Menschen. Genau. Ansonsten der Weg war, denke ich mal, soweit okay. Einige breite Abschnitte, unsere alternative Zuwegung, wie ja schon im Video gesagt und auch gezeigt war. Ja, sehr schön und sehr lustig. Ja, ich fand sie super. Da konnten wir ein bisschen was erleben. Der Rest vom Weg, ja, einige breite Wege, ein bisschen schmale Pfade dabei. Ja, also ich denke, wenn man da in der Gegend ist, das mal mitnimmt. Ja, und vor allem, es ist ja auch eine Brücke, also so für die Länge jetzt, das ist noch eine in Deutschland, wo man wirklich keinen Eintritt zahlen muss für die Brücke. Genau. Also wir man kann hatten- da einfach so drüber laufen. Wir hatten mal geguckt, einige der größeren oder anderen Brücken, die es da wohl noch gibt, Größere. genau, die wollen wohl auch Eintritt. Also die kostet nichts. Ihr müsst nur am Startpunkt, wenn ihr am Besucherzentrum parkt, Parkgebühren bezahlen. Gibt wohl auch noch Man kann ein, sicher auch zwei irgendwo anders parken. Alternativen, genau, dass man auch umsonst parken kann. Aber ja,
wie gesagt, wenn ihr da seid, könnt ihr mal mitnehmen. Ja, oder ist auf jeden Fall eine spaßige Ja, Sache. und die alternative Zuwägung ist zu empfehlen. Genau. Gut. Haben wir es, oder? Ja. Ja, wunderbar. Dann war es das mal wieder soweit von uns. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tobi, ich muss auch noch an dir vorbei. Wackelt das. Achtung, Beate, ich komme. Kommst du vorbei? Ja, irgendwie komme ich vorbei. Der ist schon fast runtergefallen hier, weil das zu schmal ist. Oh Gott! Warte mal. Wie habe ich das vorhin gemacht? Ich glaube andersrum. Du hast eine Fliege da sitzen. Ja, komm weiter. Es läuft. Outtakes freuen sich. Also ohne Rucksack käme ich besser hoch. Soll ich dich schieben? Nein. So.